Ja, hallo liebe Freunde, heute wollen wir eine kleine Serie anfangen, Tools und Tipps, die wir neben dem Kalender noch verwenden, damit wir eine gute Organisation in unserem Leben hinbekommen. Der Kalender ist ja das zentrale Mittel, um sein Leben in den Griff zu haben und nichts zu vergessen, aber er ist dadurch auch nicht unbedingt geeignet, die vielen, vielen Gedanken, die während des Tages kommen, und man sagt, es sind bis zu 60.000, irgendwo im Kalender unterzubringen. Man hat ja gar nicht die Zeit, man muss ja auch vorwärts kommen, man muss ja seine normalen Tätigkeiten tun und alles, was dazwischen kommt, das ist die Gefahr, dass das einfach untergeht. Und insofern sagen wir oder empfehlen wir, einfach einen Block nebenher noch zu verwenden, den wir hier Waypad nennen, ja, ein Tagesblock, der einfach frei genutzt werden kann, wo es halt gar nicht auf Schönheit oder irgendwas ankommt, wo man nicht alles so genau überlegen muss. Der muss einfach klar datiert sein. Wochentag und Woche würde zum Beispiel reichen, ja, um ihn zuzuordnen. Man kann auch noch hinschreiben, das Datum 30.01.23. Aber im Grunde genommen geht es nur darum, die Daten, die hier stehen, wirklich einem Tag auch zuordnen zu können. Und hier drauf kann alles einfach ganz frei festgehalten werden. Wenn man eben weiß, hier, was die 3 wichtigsten Dinge, also für 3 ist Platz, da kann auch weniger sein oder mehr oder auch später erst so ins Bewusstsein kommen, dann werden die hier notiert. Hier ist jede Menge Platz, um einfach Punkte aufzuschreiben. Hier rechts ist Platz, um sich hier was freizuhalten, irgendwelche Termine. Und unten, auch ganz wichtig, da kommt irgendein Besuch oder kommt irgendein schönes Lob oder irgendwas, das man nicht vergessen will, das man hier unten unter Reflexion einträgt. Und ganz wichtig, hier oben dieses Feld im Blick behalten. Ja? Es kommt mir irgendein Gedanke, ein Geburtstag, irgendein Ziel, das mir plötzlich so ganz klar vor Augen steht. Und das möchte ich nicht vergessen, aber ich will es auch in dem Moment, damit ich nicht aus meinem anderen Arbeitsfluss herausgerissen werde, ich will es auch nicht irgendwie jetzt so weiter durchdenken, aber ich will es festhalten. Und kann sein, mir geht es leider oft so auch durch die vielen anderen Sachen, nach einer Minute ist das weg und man weiß nicht mehr, was war denn jetzt eigentlich der zündende Gedanke. Und das ist einfach schade, auch wenn es dann später wieder kommt. Es ist irgendwo doch vielleicht verloren. Deswegen hier perfekt ein Blatt zu haben, wo ich einfach alles hinschreiben kann, was so während des Tages aufkommt. Ist danach aber die Zeit so wichtig, dieses Nachbearbeiten, wo man in Ruhe die Dinge von dem Blatt überträgt in den Kalender. Und nicht, dass man jetzt den Kalender nicht da während des Tages führt, aber nicht jetzt für die vielen, vielen Gedanken, die da so kommen. Dann die Informationen, die man hier gesammelt hat, ganz bewusst an die entsprechende Stelle im Kalender zu bringen. Und ihr werdet sehen, es ist wirklich absolut lehrreich und für einen auch ordnend, weil man merkt, oh, ich muss ja, wo schreibe ich denn das jetzt hin? Ich muss ja das irgendwo, ich muss ja einen Platz finden dafür. Und das ist so strukturbringend im Leben und strukturbringend auch für den Planer. Und man merkt erst, wie wichtig die einzelnen Strukturelemente sind. Ich kann hier gleich, was mir gekommen ist, was im nächsten Quartal relevant ist, hier gleich im Quartal 2 zum Beispiel eintragen und werde das nicht mehr vergessen. Und wenn ich die Quartalsplanung anfange, dann habe ich die Informationen schon hier und profitiere absolut und muss nicht die Runden ich muss nicht immer wieder alles neu erfinden, kann hier hinten meine Routinen eintragen. Ja, und zum Schluss ist es dann so,
dass man diese Notizen und dieses Notizblatt eben dann ganz bewusst zerreißt, weil man nämlich die Sachen, die Informationen darauf abgearbeitet hat und sie weglegt. Aber nicht nur hier, sondern vor allen Dingen auch hier hat man das Gefühl, ja, jetzt ist wirklich abgeschlossen, jetzt habe ich wirklich alles, was ich so in Gedanken hatte und was mir heute wichtig war, was mir heute gekommen ist, übertragen in den Kalender und zwar an eine Stelle, wo ich sie später auch wiederfinde. Ja, in diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal.